Hallo und herzlich willkommen. Neulich hörte ich eine wahre Geschichte, die auf mich fast wie ein Gleichnis wirkte. Sie handelt von einem Mann namens Will Slattery, der nach einem Flugzeugabsturz mit dem Fallschirm ins offene Meer fällt. Er schafft es gerade noch, sich von dem Fallschirm zu befreien, der ihn sonst in die Tiefe ziehen würde. Nur mit einer Badehose bekleidet, treibt er plötzlich mitten im offenen Meer. Er sieht noch, wie das Flugzeug untergeht. Und dann ist da nur noch Wasser. Er selbst ist nur noch ein winziger Punkt im weiten Ozean. Stundenlang treibt er dort. Er weiß nicht, wo er ist, nicht wie weit das Ufer entfernt ist, nicht einmal, ob überhaupt irgendwo eines ist. Es wird Nacht und es wird kalt. Dann gerät er auch noch in einen Schwarm Quallen. Und kaum ist er da wieder heraus, kommt schon der Nächste. Die Quallen stechen ihn überall. Er hat furchtbare Schmerzen, aber er schwimmt weiter. Es ist stockdunkel. Später sagt er habe sich in seinem ganzen Leben noch nie so allein gefühlt. Irgendwann in der Nacht sieht er plötzlich Lichter. Es ist das Ufer. Das Ufer ist zwar noch weit entfernt, aber es ist eine Orientierung. Und mit dieser Orientierung kommt Hoffnung. Dann kommt auf einmal etwas direkt auf ihn zu. Sein Atem stockt. Ein Tier, etwa ein Salzwasserkrokodil? Dieser Gedanke schießt ihm durch den Kopf. Dann berührt es ihn. Und er merkt, es ist kein Tier. Es ist ein Stück Holz. Ein treibender Baumstamm mitten im Meer. Nach 10 Stunden im offenen Wasser kann Will sein Glück kaum fassen. Er klammert sich daran wie ein Ertrinkender. Er weint, er lacht. Vor allem aber ist er erleichtert. Und da ist wieder Hoffnung. Vielleicht könnte sich die auswegslose Situation doch noch zum Guten wenden. Dieses Holz rettet ihn zunächst. Es trägt ihn, er kann sich ausruhen. Erschöpft schläft er sogar an dem Holz hängend ein. Am nächsten Morgen hat er wieder etwas Kraft. Und in der Ferne sieht er dann den Strand. Nun versucht er, den Baumstamm wie einen Rettungsring Richtung Küste vor sich herzuschieben. Später erzählt er mit Humor, dass er sich innerlich schon mit einem Trink in einer Strandbar sitzen sah. Überlebt, gerettet. Doch dann ändert sich die Strömung. Der Baumstamm wird nun immer wieder hinausgezogen, zurück aufs offene Meer. Und mit dem Baumstamm wird auch Will wieder hinausgezogen. Da erkennt er etwas Entscheidendes. Solange er sich an diesem Holz festhält, kommt er nicht dorthin, wo er eigentlich hin will. Er kommt nicht ans Ufer. Er treibt in die entgegengesetzte Richtung. Und plötzlich steht er vor einer kaum vorstellbaren Entscheidung. Loslassen oder am Holz hängen bleiben. Später sagt er, es sei die schwerste Entscheidung seines Lebens gewesen. Denn wenn er loslässt, treibt der Baumstamm fort. Und dann ist er wieder ohne jede Stütze. Aber wenn er festhält, zieht ihn genau dieses Holz immer weiter hinaus. Mehr als einmal versucht er loszulassen. 3 Mal. Und jedes Mal schwimmt er wieder zurück und greift erneut danach, weil es sich nach Rettung anfühlt, nach Sicherheit, nach Überleben und weil da Angst ist, große Angst. Aber dann lässt er wirklich los. Er schaut noch, wie das Holz von ihm wegtreibt, weiter und weiter weg, bis es schließlich am Horizont verschwindet.
Dann dreht er sich um und schwimmt Richtung Ufer. Doch bald darauf schwinden ihm die Kräfte. Jetzt weiß er, es bleibt nur noch ein kurzer Augenblick. Dann gehe ich unter. Er ist einfach zu erschöpft, um sich noch länger über Wasser zu halten. Und er beginnt zu halluzinieren. Er sieht ein Boot, aber er weiß nicht, ob es wirklich da ist oder ob sein Geist es sich nur einbildet. Trotzdem ruft er so laut er kann. Doch seine Stimme ist nur noch schwach. Dann verlassen ihn endgültig die Kräfte. Er dreht sich auf den Rücken und lässt völlig los. Entweder er wird gerettet oder er wird ertrinken. Im letzten Moment greifen Hände nach ihm. Fischer ziehen ihn aus dem Wasser. Sie waren zufällig dort. Und sie hätten ihn nicht gesehen, wenn er noch immer an dem Holzstamm gehangen hätte. Diese Geschichte hat für mich sehr viel mit Dhamma zu tun. Denn oft ist das, woran wir uns festhalten, nicht einfach nur schlecht. Manches hat uns wirklich eine Zeit lang getragen. Es hat uns stabilisiert. Es hat uns geholfen, durch etwas Schweres hindurchzukommen. Und genau deshalb ist Loslassen oft so schwer. Denn wenn etwas uns nur geschadet hätte, würden wir es wahrscheinlich viel leichter aufgeben. Aber vieles, woran wir haften, hatte einmal einen Sinn. Genau darin liegt die Tragik von Upadana, von Anhaften, Ergreifen und Festhalten. Wir halten oft an etwas fest, das wir mit Sicherheit verwechseln. An einem Selbstbild, an einer Rolle, an einer Geschichte über uns selbst oder an Strategien, die uns einmal geholfen haben, mit Schmerz umzugehen. Vielleicht durch Rückzug, vielleicht durch Anpassung. Vielleicht hängen wir auch an etwas Materiellem, das einmal nötig war, uns heute aber nur noch belastet. Etwas, das uns früher getragen hat, uns heute aber vom Ufer fernhält. Selbst wenn dieses Festhalten längst Leiden nährt, fühlt es sich im Geist noch immer wie Rettung an. Genau hier werden im Dhamma die Bedingungen für Dukkha, Leiden, genährt. Nicht erst dort, wo es offen wehtut, sondern schon dort, wo der Geist nach etwas greift. Ohne das kann ich nicht sein. Das darf ich nicht verlieren. So soll es bleiben. So darf es nicht sein. Das ist Tanha, dürstendes Verlangen, haben wollen, festhalten wollen, anders haben wollen. Im Dhamma lässt sich das genau beobachten. Da ist Kontakt, daraus entsteht Gefühl, angenehm, unangenehm oder weder unangenehm noch angenehm. Und darauf folgt leicht Verlangen. Wir wollen festhalten, wir wollen wegdrängen, wir wollen es anders haben. So werden die Bedingungen für Leiden genährt. Genauso war es auch bei dem Mann im Meer. Der Baumstamm war nicht das Problem. Das Holz war zuerst Hilfe. Das Problem war, dass sich alles verändert hatte. Die Bedingungen hatten sich verändert, nur das Festhalten nicht. Was gestern Schutz war, kann heute zur Fessel werden. Was gestern geholfen hat, muss heute nicht mehr hilfreich sein. Auch das, was einmal geholfen hat, kann später wieder zum Anklammern werden. Das Hilfreiche ist zum Überqueren da, nicht zum Anklammern. Der Buddha lehrt nicht einfach nur, lass alles los. Er zeigt etwas Feineres. Schau genau hin. Sieh, was Leiden nährt. Nicht alles, was uns einmal getragen hat, kann uns auch bis ans Ufer bringen. Darum fühlt sich Loslassen nicht immer friedlich an.
Oft fühlt es sich eher an wie Bodenlosigkeit. Der Geist sagt, wenn ich das loslasse, gehe ich unter. Und deshalb geschieht Loslassen meist nicht in einem einzigen, klaren, reinen Schritt. So ist es oft nicht. Wir versuchen es, dann greifen wir wieder zurück. Wir lockern den Griff, dann kommt Angst, dann halten wir wieder fest. Und doch kann langsam Weisheit entstehen. Weisheit heißt nicht, dass da keine Angst mehr ist. Weisheit heißt, dass wir tiefer sehen als die Angst. Der Mann im Meer ließ nicht los, weil er wusste, dass ein Boot kommen würde. Er ließ los, weil er erkannt hatte, wenn ich festhalte, komme ich nicht ans Ufer. Wenn ich loslasse, gibt es wenigstens eine Möglichkeit, dass ich es schaffe. Vielleicht ist das auch für unser eigenes Leben eine wichtige Frage. Halte ich mich noch an etwas fest, das eigentlich nur eine Übergangshilfe war? Welche alte Geschichte über mich selbst benutze ich noch immer wie eine Rettung, obwohl sie mich längst von meinem Ziel entfernt? Wenn wir das sehen, entsteht Raum. Raum für Ehrlichkeit, Raum für Wahrheit. Wir müssen das, was uns einmal gerettet hat, nicht hassen. Wir dürfen ihm dankbar sein und wir dürfen es trotzdem loslassen. Nicht aus Undank, sondern weil wir bereit sind für den nächsten Schritt. Weg vom Holz, hin zum Ufer. Sehen, durchatmen, vertrauen und die Hand langsam öffnen.